So, frohes Neues, meine Leute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir beginnen dieses Jahr sofort mit einem Schlachtfest, so wie ihr sehen könnt. Folgende Modelle werden für euch im Schnelldurchlauf zerlegt. Mercedes CLK GT1 von Maestro, eine Corvette von Maestro, ein BMW X5 von Motormax oder Anson, eins von beiden, ein Mercedes 190er DTM von Solido, ein Hammer H1 von Maestro in Maßstab 1:24, ein Bugatti EB 110 von Burago, ein Porsche 993 von Maestro, ein Ferrari F50 von Burago und jetzt kommen die beiden Highlight-Modelle, ein Peugeot 406 Coupé von Gate und ein Opel Kapitän von Revell. Das sind die heutigen Schlachtfestkandidaten. Insgesamt sind das 10 Modelle. Die werden wie immer im Schnelldurchlauf zerlegt. Und Teile kommen natürlich online. Der Rest geht in die Schrottpresse, was auch immer, je nachdem. Also es wird ein schönes, ordentliches Schlachtfest geben. Und wird definitiv nicht langweilig werden, auch in diesem Jahr nicht. Vieles ist geplant, vieles wird vorbereitet. Also 2022, wenn die Gesundheit mitmacht und so alles, dann werdet ihr noch viele tolle Videos von mir sehen. So, bleibt gesund und viel Spaß bei dem folgenden Video. So Freunde, das Schlachtfest beginnt von neues Jahr, neues Glück, neue Modelle. Wir fangen auch sofort an, ohne viel Gelaber. Hier haben wir einen Porsche 993 Cabrio, wie man gut erkennen kann, von Maestro. Er hat die typischen Krankheiten. Einmal Spiegel ist kaputt, die Innenausstattung hat sich verfärbt, dann fehlt hier hinten das Motorhaubgitter und die Felgen haben ganz schlimme Felgenpest. Ja, und Lackschäden hat er auch, also das Ding ist ein richtiges Wrack. Ne? Und ich gebe dem jetzt einfach nur noch den Gnadenstoß. Die guten verwertbaren Teile kommen in den Shop. Die nicht mehr so guten Teile wandern in die Restekiste. So. Ah, der Spiegel noch, bevor der mir abbricht. Türverkleidung ist hinüber. Komm, das muss ein schnelles Video werden. Es sind insgesamt 10 Modelle warten hier auf euch. Habt ihr ja eben in dem Einspieler gesehen. Und normalerweise dürfen diese Videos nicht lange gehen, weil sonst wird das unrentabel für mich. Abgebrochen, egal. So, jetzt geht's los. Ja, schade, dass die Felgenpest haben. So nennt sich das, wenn der Weichmacher von den Reifen mit dem Kunststoff der Felgen reagiert. Guck mal, jedes Teil ist irgendwie beschädigt, ne? Wie ich solche Modellautos liebe, ne? Und dafür habe ich wahrscheinlich noch Geld bezahlt. Geht schneller mit dem Werkzeug hier. Ja. Heftig, ne? Und das kann man auch nicht reparieren. Man kann das jetzt nicht glatt schleifen und neu lackieren oder sowas. Guck mal, das ist wie Kaugummi jetzt. Das geht nicht mehr. Das ist vorbei. So, das ist auch Schrott. So. Ah, hier ist irgendwo noch. Ah, da. Ich wollte gerade sagen, hier sind doch noch irgendwo Schrauben. Na komm schon. Was ist los hier? Normalerweise müsste es jetzt rausgeflogen kommen.
Ja, geht doch. Ja, auf die Innenausstattung muss ich jetzt nicht Gott sei Dank viel Acht nehmen, weil die ist ja durch die Verfärbung wertlos geworden. Seht ihr? Durch die Sonneneinstrahlung ist sie komplett verfärbt und somit unbrauchbar geworden. Das Einzige, was ich jetzt versuche hier irgendwie auszubauen, sind die Felgen. Ja, der Motor, davon habe ich noch genug online. Das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Na komm raus. Hab ich hier irgendwelche Schrauben übersehen, ey. Ui. Schade, die Windschutzscheibe ist so gebraucht. Die kann man auch nicht mehr verwerten. Ja, das Modellauto ist ziemlich schrottig hier. Und deswegen muss es auch zügig gehen. Weil ich verdiene ja kaum was an so einem Modell. Die paar Teile, guck mal, bis jetzt habe ich nur die Scheibenwischer, den Spiegel, den Scheinwerfer, die beiden Scheinwerfer, die Felgen, obwohl die Felgen auch jetzt nichts Besonderes sind wegen den scheiß Felgenpest. Aber sonst ist alles da hinüber. Oh, komm schon. Rücklichter und die Rohkost ist dann reif für die Schrottpresse. Guck mal, ey, was ist das für ein Scheiß, ey. So, das war's. Mehr hat er nicht, mehr kann er nicht. Das war Video Nummer 1. So, weiter geht's. Modell Nummer 2, ein Ferrari F50 von Burago. Mit kaputter Windschutzscheibe und diversen Lackschäden hier. Also hier ist die Windschutzscheibe kaputt und ja, hier und da sind überall Lackschäden. Ja, schade eigentlich. Schönes Auto, schöne Farbe, aber so ist es manchmal im Leben. So, wir fangen auch mal direkt an zu zerlegen. Zack. Hier bleiben die Felgen an den Unterboden dran. Aus einem ganz einfachen Grund, weil die sehr labil sind. Und wenn ihr zu Hause einen habt mit kaputten Felgen, dann ist es für euch besser, wenn ich das alles komplett lasse. Weil die sind halt sehr labil, ne? Überlegt mal, das Modellauto ist jetzt über 20 Jahre alt. Wie alt ist es denn? Baujahr, was bist du für ein Baujahr denn? 95. Ja, schon bald 30 Jahre alt. Dann wird aber auch mal ein Kunststoff mal porös. So, das ist die Innenausstattung. Bisschen staubig, aber sonst okay. Wie gesagt, das bleibt jetzt komplett. So, damit. Zack, zack. Alles noch verwertbare Teile. Tut mir leid, in diesen Videos bin ich jetzt nicht so ganz gesprächig wie sonst. Aus einem ganz einfachen Grund, weil ich muss mich hier... Oh, Alter, guck mal. Ein Spinnennest.
schon leer. Uah. Richtig gruselig, ey. So. Weil hier geht es für mich um Zeit. In kurzer Zeit muss ich hier viele Modellautos zerlegen, die jetzt nicht so wirklich viel Wert haben. So. Und deswegen muss ich mich sputen. Das sind keine Modellautos, wo ich 100 Euro an die Teile oder so verdiene. Das sind echt nur so Kleinstbeträge. Oder wo ich einfach zu viel sich angesammelt haben. Ne? Wenn bei mir unten auf dem Schrottplatz der 10. F50 steht, dann muss ich halt darauf reagieren, ne? Weil die fressen Platz für Modellautos, die mir mehr Geld bringen. Und deswegen müssen die dann weichen, wie dieser F50. Wobei ich diese Farbe, glaube ich, online noch nicht mehr habe oder nur ganz wenige Teile noch online habe. Und dementsprechend wäre das sowieso jetzt dran gewesen. Aber auch nur wegen der Farbe. So, das war's. R50 ist erfolgreich zerlegt worden. So schnell kann es gehen. Das geht in die Schrott, das geht in den Verkauf und bis dann. So, willkommen beim nächsten Video. Wir haben hier einen BMW X5 vom Motormax. Eigentlich ein relativ cooles Modell. Man kriegt ja fast alles auf, bis auf die hinteren Türen. Also Kofferraumdeckel geht auf, auch zweiteilig, wie es sein muss. Und ja, der kam jetzt hier auf den Schrott, weil er halt viele Lackschäden hat, Fehlteile, Spiegel fehlen, Scheinwerfer fehlt, Felgen fehlen, keine Ahnung, Rücklicht fehlt, Lackschäden, Türgriff fehlt, Lackschäden und so weiter und so fort. Deswegen aus die Maus hier. Der geht jetzt ins Modellautohimmel. So, den habe ich in der hintersten Ecke meines Schrottplatzes gefunden. Da habe ich ein bisschen die BMW-Ecke umgeräumt, weil ich nach einem bestimmten Modell gesucht habe, und da habe ich den ganz unten in der Ecke gefunden. Ja, wirklich. Und da habe ich gesagt, oh, komm, scheiß drauf. Der wird jetzt endlich mal erlöst. Wer weiß schon, wie lange der bei mir auf dem Schrottplatz lag. Alles weg. Hier kann man eigentlich nicht mehr wirklich viel verwerten. Teile-Nachfrage ist sehr gering. Dann sehe ich auch noch Verfärbungen am Armaturenbrett. Innenausstattung geht eigentlich noch ganz einigermaßen noch. Da gibt es komischerweise nicht so viel Verfärbung. Aber ich kaufe die Innenausstattung schon von dem Modell. Guck mal, die ganzen scheiß kleinen Teile. Oh, Kunststoff ist porös. Eigentlich kann ich ja fast gar nichts verwerten. Rücklichter, Scheiben vielleicht und das war's. Scheibenwischer noch. Aber alles andere geht eigentlich in die Schrottpresse. Weil ich habe eigentlich noch genug Teile von dem Modell. Eigentlich. Die Nachfrage ist sehr gering. Ich weiß eigentlich gar nicht wieso. Normalerweise müsste die Nachfrage weitaus höher sein, weil das halt ein oft verbasteltes Modell ist. Okay, das sieht noch ganz gut aus. Scheinwischer, Nieren, oh, Nieren. Oh. Motorhaube ist Schrott. Emblem ist nur drauf gemalt. Weiter geht's. Wo ist der gute Scheinwerfer? Hier. Diffuser ist auch noch ganz gut. Seitenscheiben sind auch noch ganz gut. Dachspoiler hat auch schon Lackschäden. Scheiße. Sogar zwei verschiedene Schrauben hat da hinten. Eins mit lackiert und eins nicht mit lackiert. Auch alles voller Lackschäden.
Komm, Rücklicht. Oh, komm schon. Ich will die Windschutzscheibe retten. Oh, das dauert wieder alles so lange. Das darf gar nicht so lange dauern alles. So, Türgriffe. Oh, die Dachrelinge sehen auch noch ganz gut aus. Natürlich macht jetzt ein Türgriff nicht mit, ne? Doch, so. So. Gleich sind wir fertig. Mit dem Scheiß hier. Ist schon auch stark gebraucht, ey. Kann ich niemandem mehr antun. So, das war's. Alles brauchbar rapportiert, ist leider nicht viel gewesen, sind nur die Dachringe, ein paar Türgriffe, Dachspoiler, Stoßstangen, Heckscheibe, ein Scheinwerfer, Scheinwischer und die Seitenscheiben. Der Rest ist alles nur noch Müll. Leider Gottes. Danke fürs Zugucken. Es geht weiter. So ein Bugatti EB 110 hat jetzt hier Platz genommen. Auch er ist aus dem einfachen Grund auf dem Schrottplatz gelandet, also auf der Schlachtbank gelandet, weil ich einfach zu viele bekommen habe in letzter Zeit. Und deswegen muss er jetzt halt im Schnelldurchlauf mich verlassen. So, Teile sind so lala gefragt, meistens immer nur die gleichen Teile, immer nur die Felgen, die Türen und die Windschutzscheibe. Das sind so die gängigsten Teile bei dem Modell hier, was so weggeht. Alles andere nie so wirklich. Obwohl, Kofferraumdeckel vorne ist auch noch gefragt. Die gehen auch ganz gut weg. Ja, guck mal, Innenausstattung komplett verfärbt. Das war's. Die kann ich komplett entsorgen. Was heißt entsorgen? Die landet jetzt in die Restekiste. Das geht in den Verkauf. Windschutzscheibe ist kaputt. Man sieht die Kofferraumdeckel auf. Aufpolieren und fertig. So. Scheinwerfer müssten. Ja, Scheinwerfer ist das Blöde an Scheinwerfern ist, wenn die kaputt sind, dann müsst ihr die komplette Windschutzscheibe austauschen. Seht ihr? Hier ist der Bruch. Das ist komplett ein Teil. So, Kofferraumdeckel raus. Ja, hier wird es für mich auch nicht viel zu retten geben. Die paar Teile, die man hier ausbauen kann, die kann ich an einer Hand abzählen. Wie sieht die Heckklappe aus? Keine Lackschäden, nichts. Gut, kann man verwerten. So, ich hoffe, das wird jetzt endlich mal ein schnelles Video. Mit dem R50 eben hat es ja geklappt, aber mit dem X5 danach nicht mehr. Das hat dann auch wieder ungewöhnlich lange gedauert. Das ist alles nicht wirtschaftlich. Zack, zack. Ich mache dieses Video nicht extra für euch, damit ihr was zum Gucken habt. Ich mache das ja hauptsächlich, um wieder Platz zu schaffen bei mir auf dem Schrottplatz. Spiegel haben Lackschäden, also unbrauchbar. Ja. Durch die Sonnenanstrahlung ist die Türverkleidung porös geworden. So, das war's. Das geht in den Schrott, das geht online. Ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Teile retten können. Rest war Schrott von dem Modell. Geil, oder? So, weiter geht's.
So, dieser hübsche Winzling, ein Hammer H1 von Maestro. Im Maßstab 1:24 hat jetzt hier Platz gefunden. Problem bei ihm ist, beide Vorderräder sind festgeklebt. Hinterachse ist auch beschädigt. Ich glaube, die wurde nachträglich mal ausgetauscht oder wie auch immer. Das ist nicht normal. Naja, auf jeden Fall, er nimmt jetzt ein rehes Ende hier. So. Wert hat er natürlich kaum nennenswerten Wert. Der bewegt sich so zwischen, ja, je nach Zustand natürlich. Ach Gott, das ist doch nichts. Zwischen 1 Euro. Ja, wohl, die Hinterachse scheint original zu sein. So. Nur die Vorderräder wurden festgeklebt. So, Stoßstangen kann man gebrauchen. So. Ach komm, Innenausstattung gebe ich noch eine Chance. Türen sehen auch noch ganz gut aus vom Lack. Ich hasse es, 1:24er zu zerlegen. Aber man muss, die Teile werden immer gefragter. Auch die Modelle, ich kriege momentan auch die 1:24er Modelle richtig gut verkauft. Teile sind gefragt und so alles. Deswegen zerlege ich in letzter Zeit auch immer wieder mal einen 1:24er bei den Schlachtfesten. Weil die Nachfrage halt da ist, ne? Ah, verdammt. Kaputt gemacht. Wo ist das? Oh, verkackt. Eine Schraube. Ah, scheiße. Nicht gesehen, dass da eine Schraube ist. Ich zerlege den 1:24er nämlich zum ersten Mal. So. Früher habe ich die nie zerlegt. Habe ich die so verkauft. Aber da ging jetzt mit einer Nachfrage nach 1:24er Teiler los. Und dann musste ich halt irgendwann mal drauf reagieren, ne? Na super, jetzt ist mir ein Scheinwerferglas runtergefallen. Und das von so einem kleinen Pissmonster. Ach, Gott sei Dank ist er. Unglaublich, ey. So, das war's. Der Hammer H1 von Maestro ist erfolgreich zerlegt worden. Oder halbwegs erfolgreich zerlegt worden. Ich hätte nicht gedacht, dass der wie bei den großen 1:18er das Verdeck hinten festgeschraubt ist. Tja, das war's. Das geht in Altmetall, das geht in Restekammer und das geht in Verkauf. So, weiter geht's. So, dieser hübsche Sonax Mercedes, der ist leider komplett verbastelt. Leider fehlen beide Türen. Heckspoiler wurde sehr schlampig dran geklebt. Stern fehlt, Scheinwerfer fehlt, Scheinwischer kaputt. Also ein richtiges Wrack. Und der hat einfach kein eigenes Video mehr verdient. Und die Achsaufhängung hier vorne ist auch noch defekt. Ja, Hersteller ist Solido, made in Bangladesch. Und wir fangen auch direkt an mit dem Zerlegen. Weil hier ist ja nicht mehr viel dran. Die Türen und so fehlen ja sowieso. Deswegen muss ich mich jetzt mal hier ein bisschen reinhauen. So. Zack, zack, zack. Schönes Modell, ne? Wenn man die Alternative überlegt von Autoart oder Mini Champs, ist der von Solido eigentlich ganz solide. Hier die Lippe fehlt auch. Mein Gott, was ist nur dir passiert, ey? Na komm, na komm. Ich versuche gerade die Hinterachse loszubekommen, weil ich vermute, darunter sind auch noch Schrauben.
Weil anscheinend sind die Schrauben in Bangladesch gratis oder so oder sehr billig. Und die gibt es nämlich en masse. Da geht nichts, ey. Muss man gleich versuchen. Irgendwo ist auf jeden Fall noch eine Schraube fest. Aha. Das ist irgendwie alles noch fest, ey. Das habe ich denn da eben gelöst. Preislich bewegt dieses Modell sich im Mittelfeld. Um die 35 Euro, 40 Euro, je nachdem. Guck mal, Schallknauf ist auch kaputt. Meine Fresse, was ist hier nicht kaputt an dem Modell? Mein Gott, wie kann denn so viel kaputt sein? So. Guck mal, die Vorderradfelge wurde anscheinend auch mal angeklebt. Das ist Kleberrückstände. War ja klar, dass die Hinterachse jetzt nicht abgeht, ne? Ja, muss ich mal nachher gucken, wie ich das mache. So, weiter geht's. Da seht ihr auch, alles mit Kleber ausgelaufen. Ist sogar dem Rücklicht hier runtergelaufen, bis hier hinten hin, der Kleber. Also der hat echt gelitten. Boah, alles voll geklebt. Seht ihr das? Wahnsinn, oder? Das muss Liebe sein. Auch hier wurde festgeklebt. Mann, was stimmt nicht mit den... Meine Güte, ey. So viel Kleber. Ja, Scheinwerfer noch. Und da muss der Drehmühl dran. Und die Rücklichter auch noch. Ich hoffe, ich kann die Rücklichter noch ausbauen und nicht von dem ganzen Kleber-Scheiße alles versaut wurde. So, sieht aber ganz gut aus. Einer ging schon mal raus. Jo, beide gehen raus. Ne, Dremel. Dremel. Ey, schon 6 Minuten, ey, scheiße.
So. Erfolgreich verwurstet, sage ich jetzt mal. So, das war's. Der geht als B-Ware, das geht in den Verkauf. Die Türgriffe hinten. Scheiß drauf. So, weiter geht's. 8 Minuten, ey. So, endlich dachte ich mal eine der schönsten Corvettes überhaupt. Also ich finde sie sehr schön. Es ist die aus den 80er Jahren, die Corvette ZR1. Nicht aus den 80er, 92er Baujahr. Oh, krass. Geiles Modell. Hersteller Maestro. Aber leider ist das hier ein totales Wrack. Der wurde schon geplündert und bemalt und alles mögliche. Wegen die Achsen und so und alles. Und er hat auch ordentliche Gebrauchsspuren. So. Momentan ist ja so ein großer Trend bei den Corvettes ausgebrochen. Die werden jetzt gerne gekauft und umgebaut zu Breitbaumodellen und weiß der Kuckuck auch alles. Also sind echt cool. Ich mag die. Ich mag diese Corvette. Ist echt schön. So, Innenausstattung sehr dreckig, aber dafür Gurte. Gurte in einem Maestro-Modell. Die kriegen es komischerweise immer hin, ne? So. Ah, schade, der ganze Motor ist angemalt. Hier, guckt ihr, blauen Edding. Motorhaube sieht vom Lack her auch noch ganz gut aus. Die dürften noch weiterleben. Aber irgendwie muss ich jetzt den angemalten Motor hier rausbekommen. Aha. Gewalt ist immer eine Lösung für festsitzende Teile. So, das geht auch in den Verkauf. Ja, die Türen würde ich gerne noch ausbauen, weil da die Spiegel noch dran sind. Och, guck mal, die Rücklichter sind schwarz angemalt und die Rückfalllichter. Oh Gott, wieso macht man denn sowas? Rücklichter auch angemalt. Oh, na komm schon. So, alles raus. Alles weg. Perfekt. So, Türverkleidung noch raus. So, das geht in den Schrott, das geht in den Verkauf. Danke fürs Zugucken. Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe. Was heißt neue Ausgabe? Ihr seid ja schon die ganze Zeit dabei. Moment, ich muss mal kurz euch mal einen Stromkabel anschließen, sonst seid ihr weg. Sekunde. So, jetzt seid ihr safe. So, der Peugeot 406 Coupé. Auch einer meiner früheren Traumautos gewesen. Hier ist er von Hersteller Gate, aber leider schon sehr stark zerlegt worden. Die Türverkleidung kam ab. Spiegel, Felgen sind schon lose. Meine Güte, ey. Eine Felge fehlt sogar. Unterboden bearbeitet worden. Was Kuckuck auch immer, was hier passiert ist. Mein Gott, was machen die Leute mit den Modellautos immer, ey? Achse vorne sieht noch. Ne, auch kaputt. Achse hinten, auch kaputt. Unterboden
kaputt. Meine Fresse, ey. Die werden ja richtig massakriert, die Modellautos. Preislich ist dieses Modell so im Mittelfeld unterwegs. Aus dem ganz einfachen Grund, der Valley hat den eigentlich baugleich rausgebracht. Und deswegen ist er auch nicht so extrem an Wert gestiegen jetzt oder irgendwie sowas. Ja, die fehlende Felge. Warum haben die Felgen immer verschiedene Farben hinten? Ha, krass. Seht ihr das? Zwei rote, zwei gelbe. Soll das irgendwie für die Fabrik sein? Um zu wissen, was links oder rechts ist. Wer weiß das schon. So. Ja, keine besondere Innenausstattung. Oh, noch ein Spiegel. Was anderes hätte ich jetzt auch gar nicht, ganz ehrlich, nicht erwartet. Das Armaturenbrett ganz komplett in schwarz. Man hat wenigstens hier noch das Peugeot-Zeichen reingemacht. Ja, nichts Besonderes, ne? Schade eigentlich. Aber irgendwie hat ja auch bis jetzt auch keiner irgendwie einen so vernünftigen Peugeot rausgebracht, ne? Otto hat den ja auch rausgebracht. Ja, aber ganz ehrlich, da geht ja gar nichts auf. Hier geht wenigstens alles auf. Motorhaube, Türen, Kofferraumdeckel, alles geht auf. Ne? Hier kann man ja noch wenigstens noch ein bisschen basteln. Von einem Otto der. Und da wollen ja auch noch so viel Geld haben die Leute dafür. Oh, das zerlegt sich echt relativ einfach. Und ich wollte eigentlich davon ein einzelnes Video machen. Aber ja, hätte sich nicht gelohnt. So. Der stand nämlich auch ziemlich lange bei mir rum auf dem Schrottplatz. Und jetzt hatte ich endlich mal die Motivation gehabt, mir den anzunehmen. Lack her ist ja noch ganz gut. Die Embleme fehlen auch. Hinten und vorne. Jetzt habe ich auch noch das Nachfolgermodell bekommen, verschrotten. Das kommt jetzt bald auch online, das Video. Das heißt, ich muss erstmal das Video machen. So, das war's auch schon. Wie lange hat es gedauert? 3 Minuten. Hammer, oder? Nichts Besonderes, das Modell. Geht einfach ab, zap, zap. Zerlegt. Cool, oder? Gut. Die Schrauben haben gefehlt. Aber ansonsten eigentlich nichts. Also ihr habt die Qual der Wahl zwischen Otto, Gate und mein Gott, jetzt bin ich so behindert. Gate und Valley. Die drei haben das Modellauto rausgebracht. Am besten ist der von Gate und Valley. Das sind die besten Preis-Leistungs-Verhältnisse, unschlagbar. Der von Otto geht nichts auf und ja, kostet das Dreifache oder Doppelte. Keine Ahnung, was der aktuelle Wert ist. Aber der liegt so um die zwischen, ja, je nachdem wie ihr Glück habt, zwischen 15 Euro und 50 Euro. In dem Bereich bewegt er sich. So, das war's. Nächstes Video. So, vorletztes Modell. Bin ich froh, es ging ja doch alles relativ zügig hier. So, der vorletzte ist Mercedes CLK GT1 von Maestro. Ein Klassiker unter den Modellautos. Ich glaube, jeder hatte mal einen oder hat einen. Dieses extrem begehrte Modellauto. Der verkauft sich immer noch gut, ne? Also ich verkaufe die Dinger immer noch. Und Nachfrage ist immer noch hoch. Teile, also immer so Standard, ne? So Stern, Felgen, Spoiler. Das sind so, und Windschutzscheibe. Das sind so die gängigsten Teile. Alles andere ist eigentlich nie so wirklich gefragt. So, und da ich ja vor nicht allzu langer Zeit von diesem Modell auch schon ein komplettes Video gemacht habe, also ein einzelnes Video, ist dieses Modell jetzt hier natürlich nicht mal vonnöten, dass ich jetzt nochmal ein eigenes Video mache. So. Ach, komm schon. Wo hakt's, wo klemmt's? Ach, scheiße, genau unter der Motorhaube. Hier. Hier verbergen sich ja noch zwei Schrauben im Motorbereich. Eine hier. Wir waren schon am Ziehen. Einer ist hier und einer ist hier.
Jetzt müsste sich der scheiß Motor mal lösen. Ui. Na komm schon. Komm, das ist eh alles nicht gefragt. Ich brauche das alles nicht. Löst dich doch mal ab. Schon ein bisschen kompliziert, das Modellauto hier. Wenn ihr Bock habt, die zu zerlegen und zu lackieren oder so, boah, viel Spaß. Ich hätte keinen Bock drauf. Alles in die Restekiste. Das ist ja noch eine Schraube. Meine Fresse. Die haben echt nicht an Schrauben gespart. Und warum verstecken die immer oder so? So, weiter geht's. Weg. Ja, schade. Windschutzscheibe ist unbrauchbar. Scheinwerfer sind unbrauchbar, die sind vergilbt. Hier ist Kleber ausgelaufen. Da ist auch Kleber ausgelaufen. Die Uhrzeit könnte ich noch ausbauen. Der Rest ist aber leider alles Schrott. So, wir sind beim vorletzten Modell. Gleich kommt auch der Opel Kapitän von Revell. Und dann seid ihr mir erstmal wieder, bin ich euch erstmal ein bisschen wieder quitt. Also ihr mich und umgekehrt. Oder Scheinwischer muss noch auf jeden Fall. Der ist noch wichtig. So. Die Lippe. Ist noch runtergefallen, ey. So, noch die halbwegs brauchbaren Teile noch raus. Das ist der Kühlergrill, sieht doch gut aus. Jupp. Die Scheinwerfer sind leider Schrott. Hier sind Teile auch Schrott. So, das war's. Scheinwerfer leider weiß angelaufen. Auch unbrauchbar geworden. Das war's. Jetzt kommt noch der Opel Kapitän und dann haben wir es geschafft. Ciao, Freunde. So, letztes Modell für die heutige Schlachtfestnacht. Schlachtfestnacht. Es ist der Opel Kapitän, den ihr vorhin in dem Video gesehen habt. Leider ist dieser Opel Kapitän in sehr schlechtem Zustand. Achse hinten ist abgebrochen, Stoßstange fehlt, Rücklicht fehlt, Spiegel fehlen, Scheinwischer fehlen, Türgriffe vorne fehlen. Also hier, der ist eigentlich ein totales Wrack. Und nicht mehr zu retten, sagen wir mal so. Ohne viel Geld auszugeben. So, da fangen wir auch mal direkt mal an zu zerlegen. Preislich ist das Modell immer so im Mittelfeld unterwegs. Immer so zwischen 30 und 80 Euro. Mal mehr, mal weniger. Das ist Glücksspiel bei diesem Modell hier. Aber nicht unmöglich. Ich habe ja schließlich dieses Modell ja auch relativ günstig ersteigert. Ja, manchmal mache ich Zielkäufe. Also wenn ich sehe, dass meine Teile langsam ausgehen von dem Modell, dann gehe ich natürlich auch bei eBay los und kaufe da bestimmte Modelle ein, die ich halt zum Auffüllen wieder brauche. Und ich habe gesehen, dass ich dieses schwarze Modell schon lange nicht mehr hatte. Ich hatte das, ich glaube, das letzte Mal habe ich einen blau-weißen zerlegt. Oder Polizei. Weiß ich nicht mehr. Und es fällt mir auf, dass ich kaum noch schwarze Teile habe. Und deswegen habe ich den gezielt eingekauft. Aber natürlich werden mir die meisten Modellautos mir so angeboten, ne? So per E-Mail, per WhatsApp oder kommen Leute vorbei und also das ist natürlich
meistens der Fall. Wie gesagt, wenn ich sehe, die Teile gehen mir langsam aus, dann werden Zielkäufe gemacht. So. Stoßstange vorne fehlt ja auch. Blinker vorne auch. Boah. Ich glaube, mit dem wurde gespielt. Boah, so viele Schrauben, ey, mein Gott, ich hasse das. Oh, geht voll das Handgelenk heute. Ja, 10 Autos zerlegt, ne? Das merkt man. So. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Oder auch nicht. Mein Gott. Kommt schon, kommt schon. So kleine Pissschrauben, aber halten einen voll auf, ey. Sehr viel Kleber. Keine Gurte. So, da komm raus. Lenkrad muss ich ausbauen. So. Oh, viel Kleber. Ganz viel Kleber. Ist hier hinten verschraubt? Ne, dürfte nicht verschraubt sein. Schon. Ne, ist nicht verschraubt, Gott sei Dank. So, weiter geht's. Der schöne Motor muss raus. Der Motor ist echt gut geworden, ne? Eine riesige Batterie dabei. Ein schöner Motor. Ah, komm jetzt. So, weg mit dir. Noch mehr Schrauben. Oh Gott sei Dank sind die Türen geklipst. So. Na komm jetzt. Du bist ja nur geklipst. Na, war ja klar, dass du jetzt runterfällst. Wo bist du denn hingefallen? Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank Mute die Werkbank. So, wer ein ausführliches Video von diesem Modell sehen will, muss bei mir in den alten Videos nachgucken. Da müsste noch eins drin sein. Ich glaube von einem Polizeiauto oder was auch immer ich da zerlegt habe. Ja, ich habe schon so viele Modellautos inzwischen zerlegt. Das hat man nicht mehr alles mehr im Kopf. Was man da zerlegt hat und was nicht.
So, komm schon, Türgriff. So, na komm. So. Kühlergrill. Zusatzlampen. Ja, die Scheinwerfer kriegt man von innen nicht rausgedrückt. So. Ein Rücklicht noch und dann kommt auch der Dremel dran. Kommt man nicht dran. Heute geht mir die Schwerkraft auf den Sack. So, jetzt noch der Dremel. Und da ist dieses hübsche, nette Modell auch schon wieder Geschichte. So. So. Jetzt noch die Scheibe ausriemeln. Und fertig. Das Armaturenbrett ist ja noch drin. So, das muss natürlich auch raus. So. Scheiße. Kleiner Sprung in den Himmel, aber Gott sei Dank nicht in der Scheibe. Oh komm schon. Geht doch. Alter, die Schwerkraft ist heute zum Kotzen. Alter, wo ist das Ding jetzt hingeflogen? Ach, mir scheißegal. So, keine Lust mehr. Das war's. Der Opel Kapitän ist erfolgreich zerlegt worden, mehr oder weniger. Anstrengend. Hat jetzt auch bestimmt über 1,5 Stunden jetzt wieder die ganze Aktion gedauert. Und ich hoffe, die Auswahl hat euch heute gefallen. Es wird natürlich nicht das letzte Schlachtfest sein, aber es wird jetzt erstmal eine kleine Pause geben, weil ich bin so weit durch mit den meisten Schrottautos. Und jetzt geht es dann halt weiter mit den ganz normalen Schlachtnächten. Immer so 4 Modellautos, 5 Modelle, ne, jeder ein einzelnes Video. Ich glaube, ich habe jetzt nicht genug Modelle da, um ein Schlachtfest zu machen. Ja, ansonsten werden natürlich die ganzen anderen Videos kommen, wo ich Modellautos zerstöre, Ankunft neuer Schrottautos, und das wird natürlich alles bleiben, auch in diesem Jahr. So, das war's. Danke fürs Gucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Ciao, Freunde.